Moin, moin. Bevor wir jetzt gleich in diese Folge gehen und Daniel und ich uns dir unsere Top 5 EDC-Gegenstände vorstellen, auch einmal für dich der Hinweis, natürlich geben wir hier auch Produktempfehlungen weiter aus unserer persönlichen Erfahrung und damit möchte ich sagen, dass es sich hierbei auch um Werbung handelt. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Herausfinden, was unsere Top 5 EDC-Gegenstände sind. Auf geht's! Ja. Jetzt hast du es verkackt, Daniel. Wieso ich? Weil ich wollte, dass du wolltest dein Intro wieder einsprechen, also habe ich meine Schnauzen gehalten. Nee. Ich wollte, dass du dein komisches Rumgeflippe damit hier drauf ist, aber nein. Ach, das hier. Ja, genau. Ja. Dieses, oh Gott, ich brauche was zum Spielen. Ja. Sonst sind meine Finger nicht ruhig. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, Abfahrt. Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tim Sprachnachrichten. Und wir sind heute wieder im Format EDC-Gelaber. Genau, und wir haben für heute ein bisschen was Besonderes vor. Denn wir wollen die Folge heute ein bisschen kurz und knapp halten. Mal gucken. Quick and dirty. Genau, so ein bisschen snackable, wie man so schön sagt im Neudeutschen. Checkst du? Genau, checkst du? Verstehst du? Checkst du? Ja. Und wir haben uns nämlich überlegt, wir reden heute mal über unsere Top 5 EDC-Gegenstände. Und zwar nicht spezifisch, welches Modell das jetzt ist, sondern einfach wirklich so ganz generell, was sind so die Arten von EDC-Gegenstände, auf die wir definitiv in unseren Top 5 nicht verzichten können und die wirklich so tägliche Begleiter sind. Und uns wird es dann natürlich jetzt an dieser Stelle auch brennend interessieren, was das bei dir ist, die gerade zuhört. Teil uns das doch gerne mal mit in den Kommentaren unter dieser Folge auf YouTube, Spotify oder auf den Kommentaren zum Instagram-Post oder schick uns das per PN, markier uns in einem Beitrag, in einem Post, wie auch immer. Also uns wird es echt interessieren, weil wir uns da tatsächlich, eigentlich wollten wir heute was ganz, ganz anderes machen, ne? Eigentlich wollten wir heute über Slipjoints reden, aber da meintest du ja so, Daniel, so, boah, nee, ich habe nur einen Slipjoint, ich kann überhaupt nichts zu sagen. Ich kann da schon was zu sagen, aber es wird dann halt, also das wäre dann wirklich eine Quick and Dirty Folge, weil das wäre so, die ist geil, Folge vorbei. Ja, gefühlt. Genau. Und das Thema heben wir uns, glaube ich, für nächstes Jahr auf, weil für nächstes Jahr haben wir auch schon ein paar crazy geile Ideen, was die Gestaltung dieses Formats angeht. Yes. Aber dazu hört ihr dann von mir Richtung Ende des Jahres noch mal ein paar Details. Nicht von uns. Weil machst der wieder ganze, so ein Alleingänger. Ja, genau. Weil ich werde noch mal eine Folge aufnehmen, wie sich der Podcast in seinem dann nach 3 Jahren mal ein bisschen umstellen wird. Also zugunsten natürlich. Also da fließt gerade richtig, richtig viel Hirnschmalz rein. Aber das nur mal als kleiner Teaser. Da bekommt ihr auf jeden Fall noch mal genauere Infos zu so Richtung November, Ende Dezember, so die Ecke. Genau. Ja, unsere Top 5 EDC-Gegenstände. Lass uns doch von unten nach oben anfangen, oder? Also nicht mit unserem heißesten Gegenstand, sondern mit dem nicht so heißesten Gegenstand. Dem nicht so heißesten? Ja, Platz 1 wird sowieso jedem klar sein, I guess. Also. Nee, weil bei mir ist Platz 1 nicht das, wovon jeder jetzt ausgeht. Keine Taschentücher? Verdammt. Nee, so, fangen wir mit Platz 5 an, Daniel. Was ist dein Platz 5? Platz 5 ist bei mir tatsächlich die Slingback. Ach, stimmt, genau. Oh, bevor wir jetzt da weiter reingehen, ganz vergessen, wir geben jetzt unsere Top 5 und dazu geben wir eine Empfehlung, wo wir denken, hey, das ist ein cooles Teil auf diesem Slot, was man sich halt auch gerade, wenn man gerade neu in das Hobby kommt oder auch schon ein bisschen länger dabei ist und das vielleicht noch nicht kennt, was man sich mal angucken sollte. Also, Top 5, Daniel, dein 5. Platz, Slingback. Slingback, ja. Und zwar, soll ich direkt schon sagen, welche? Machen wir das so? Nee, sag mal einfach, warum die Slingback. Slingback, einfach zur Organisation, zur erweiterten Organisation. Ne, das ist halt einfach, du hast halt klar, ne, du steckst dir dein Gear auch in die Hosentaschen und alles. Aber wenn du vielleicht mal irgendwie länger unterwegs bist oder so, ich habe zum Beispiel in meiner Slingback in einem Fach Hundeleckerlis,
wenn wir mit unserem Hund spazieren gehen, schmeiße ich mir die Slingbag einfach über, dann habe ich da vorne Leckerlis drin und halt auch Kackbeutel. Ne? Man muss ja aufsammeln, ist ja auch völlig legitim. Ja, vor allen Dingen hinter dir dann, ne? Das sowieso. Das sowieso. Wobei meistens schaffe ich es noch auf Klo. Also. Ja, hast ja die Beutel dabei. Ja, genau. Mobile Toilette ist da. Ja, mobile Toilette. Ding, ding, ding. Nee, und du kriegst halt einfach nochmal schön kompakt in der Slingbag halt mehrere Sachen unter. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel mal sagst, okay, ich bin ganz da unterwegs, ich weiß nicht, ich will vielleicht mal noch eine Powerbank mitnehmen oder, ne, also Powerbank mit Ladekabel oder für mich, weil ich ja jetzt auf E-Zigarette umgestiegen bin, einen zweiten Akkuträger, Ersatzpods, sowas halt, ne, dann hast du es nicht irgendwie in eine Hosentasche rumfliegen oder eine Jacke, sondern du hast es halt alles schön in der Slingbag, die, je nachdem, welche Slingbag du dir zulegst, unterschiedliche Organisationsmöglichkeiten hast und ich finde halt Organisation im EDC generell schon ein wichtiges Thema. Und darum ist bei mir eine Slingbag einfach nicht mehr wegzudenken. Ja, gehe ich so mit. Ja, auf jeden Fall. Was ist jetzt deine Empfehlung für eine Slingbag? Die Helicontex Bandicoot. Oh ja, die hatte ich auch eine ganze Zeit lang. Die habe ich echt nicht mehr. Ich habe die tatsächlich verschenkt. Warum, kommen wir gleich zu. Aber ja. Und ich finde die halt einfach, die hat vorne dran ein Fach. Da sind halt, wie gesagt, die Hundeleckerlis drin. Die hinten quasi noch ein extra Fach. Da kannst du dann noch mal Ersatzakkus oder halt Hundebeutel oder Ähnliches reinschmeißen. Und dann hast du, wenn du das Hauptfach aufmachst, hast du da so einzelne Schlaufen drin, wo du das Gear einzeln reinstecken kannst. Dann ist da halt ein großes Fach drin, das generelle Fach, wenn du einen Reißverschluss aufmachst. Und in dem großen Fach ist nochmal so ein Netzfach quasi, auch nochmal separat mit einem Reißverschluss, wo du halt auch nochmal wieder was verstauen kannst. Ne? Die ist recht kompakt, aber bietet super viel Stauraummöglichkeiten. Und ich bin einfach super zufrieden mit dem Ding. Und preislich, gerade wenn man da so einsteigen will, ich glaube, die kriegt man so zwischen 30 und 40 Euro. Ja, die ist schon ziemlich solide. Und ne, vorne drauf, was natürlich für jeden EDCler wichtig ist und jedes Herz höher schlägen lässt, natürlich mit Velcro-Fläche für Patches. Ja. Also, dann machen wir direkt weiter mit meiner Top 5. Und zwar ist meine Top 5. Da habe ich dir ja vorhin noch so eine Sprachnachricht geschickt. Boah, scheiße, ich kann mich überhaupt nicht richtig entscheiden. Das wird so ein Aus-dem-Bauch-Ding. Ja. Und weil ich mir jetzt gerade denke, eigentlich wäre es die Uhr gewesen, aber das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu alltäglich, weil ja auch andere Leute, die sich mit EDC beschäftigen, eine Armbanduhr tragen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme halt wirklich ein EDC-Item und bin dann bei der Prybar gelandet. Warum Prybar? Weil für mich die Prybar immer ein Tool ist, mit dem ich Arbeiten vollrichten kann, wodurch meine Klinge, also meine primäre Klinge oder halt die Messerklinge, zu sehr leiden würde. Also wenn ich was abschaben muss oder irgendwas raushebeln muss, irgendwie zum Beispiel so eine, so eine Haftzwecke oder so aus der Wand oder aus dem Pinbrett oder sowas rausziehen muss, wenn die zu tief oder zu fest drin sitzt oder so. Oder wie gesagt, irgendwie so ein Tackernadeln oder sowas, was man eigentlich auch mit der Messerklinge machen könnte. Aber dafür will ich mir halt nicht meine Schneidphase ruinieren. Deswegen nutze ich für sowas zum Beispiel eine Prybar. Prybar funktioniert auch super, um irgendwie Schlitzschrauben oder so nachzuziehen. Super Flaschenöffner, weil bei den meisten Prybars ist ein Flaschenöffner mit dran. Und also wirklich in 80-90% der Fälle habe ich eine Prybar im Carry. Und ich würde für meinen Teil als Prybar empfehlen, also da gibt es jetzt so zwei Möglichkeiten, weil ich tendiere tatsächlich am ehesten zu der Kronos Prybar von Sinners and Stone oder alternativ, die Alternative wäre halt die Vero Engineering Mini Fulcrum, weil das Schöne an der Fulcrum ist, die hat keinen direkten Flaschenöffner im klassischen Sinne, dafür aber einen Bithalter für so Microbits, was auch immer sehr nützlich sein kann. Vor allen Dingen, wenn man dann noch irgendwie in seiner Slingbag zum Beispiel noch irgendwie ein kleines Tütchen hat mit ein paar extra Bits drin. Genau. Ist das natürlich eine coole Sache. Die Kronos finde ich ganz geil, weil
die diese angespitzte Seite oder diese Seite, die halt so ein bisschen flacher zuläuft, nicht scharf zuläuft, aber halt schon auf eine relativ stumpfe Kante. Die läuft halt zusammen und nicht einfach flach runter, wie bei einem Stecheisen zum Beispiel, sondern die läuft halt wirklich zusammen wie bei einer Schneidphase. Das macht da halt für mich den Vorteil aus und die Kronos ist, glaube ich, auch noch ein bisschen günstiger als die Mini Fulcrum. Jo. Genau, die Kronos kommt, meine ich, bei denen auf der Seite für $70-80 und die Mini Fulcrum kommt so für um die 100 €, glaube ich. Ja. Also ich habe meine zumindest für knapp 100 € gekauft in den Knife-Lounge. Ja, ich habe auch so irgendwie so 100 € plus minus. Ich glaube, die Kronos kriegst du tatsächlich, je nachdem, welche Edition und welches Pattern du nimmst, ich glaube sogar noch günstiger. Oh, stimmt, das kann sein, dass die in Plain oder so auch noch günstiger ist. Ja, genau, das wäre mein Platz 5, die Pryba. Dann mach doch mal direkt mit Platz 4 weiter. Ja, Platz 4 schließt sich nämlich an deinen Platz 5 an, nämlich Platz 4 ist bei mir die Slingback. Weil ich tatsächlich, auch selbst wenn ich so eine Gear-beladbare Hose wie von Last Man Standing Gear zum Beispiel trage, die ja Taschen über Taschen hat, trage ich meistens immer noch eine Slingbag, weil ich trage jeden Tag aktuell eine Slingbag, weil ich da Schlüssel, Portemonnaie, kann ich alles reinschmeißen, ob ich da jetzt einen Organizer noch reinschmeiße, wo mein Gear drin ist, oder ob die Slingbag selber einen kleinen Organizer hat, wo man das Gear einfach reinstecken kann. Es ist halt irgendwie mittlerweile für mich viel angenehmer, das ganze Zeug in der Slingbag zu sammeln, bis zum Beispiel auf mein primäres Zeug, das ist halt im Fall der Fälle dann das Messer und der Stift. Das habe ich dann meistens in den Hosentaschen, also je nach Tageszeit wechselt das zwischen Stift und Lampe. Aber der Rest ist dann in der Slingbag und für mich halt wirklich einfach mittlerweile so ein essentielles Stück geworden, wo ich eigentlich nicht mehr wirklich drauf verzichten will. Und meine Slingbag-Sammlung nimmt auch immerhin weiter fleißig zu. Und meine Empfehlung wäre von Carry Commission die Bum Bag oder alternativ von Blue Ridge Overland Gear die Bum Bag. Beides Male die gleiche Tasche, nur mit einem anderen Branding drauf. Die Blue Ridge Overland Gear Bum Bag kommt für $50 und ich meine, die Carry Commission Bum Bag ist tatsächlich ein bisschen teurer. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, was will ich jetzt. Carry Commission ist vielleicht für den einen oder anderen EDC-Enthusiasten schon ein Begriff. Nämlich, das ist die Markenmarke von Taylor Martin von Best Damn EDC. Und der hat da auch eine besondere Edition der Bum Bag. Die ist dann farblich einfach noch ein bisschen anders. Genau. Und die kommt für 47,95 €, also ein bisschen mehr, also irgendwie so $60-65 oder so. Genau, und dazu kann man sich halt auch noch so einen Strap bestellen, den man da reinkletten kann. Die hat auf den Innenseiten Klett und da ist dann so eine kleine, so aus so Gummibändern, so eine kleine Organisation drin, dass man da halt dann sein Zeug reinstecken kann. Genau, kostet dann natürlich Aufpreis, muss man wissen. Aber für mich die Slingbag der Empfehlung, die Bum Bag von Blue Ridge Overland Gear beziehungsweise Carry Commission. Die von Carry Commission wird natürlich auch von Blue Ridge Overland Gear gefertigt. Genau. Ja, guck. Und warum hast du deine Bandicoot weggegeben? Das wolltest du noch jetzt sagen? Stimmt, kurz die Bandicoot habe ich weggegeben, weil mir der Gurt zu kurz ist. Ich hatte keinen ja Bock. Austauschen können. Ja, ich hatte aber keinen Bock, den zu verlängern oder sonst was. Und irgendwie hat mir die Organisation in der Tasche selber auch nicht so gepasst. Also wenn ich das so vergleiche mit dem, was ich jetzt an Slingbags hier habe, bin ich ziemlich happy damit. Auch wenn die Bum Bag nur ein großes Fach hat und sonst nichts mehr, ist das halt wirklich einfach so eine Rummeltasche für mich. Ne? Da schmeiße ich einfach alles rein. Wenn ich ein bisschen mehr mitnehmen will, kann ich das halt von der Auswahl an Slingbags, die ich habe, hochskalieren. Ne? Und so für das kleine alltägliche Get-Together an Gear, sag ich mal, reicht mir halt vollkommen die Bum Bag von der Größe her. Und die ist einfach für mich ein bisschen ästhetischer. So vom Gesamtaufbau her mit dem Canvas außen drumherum in so einem schönen, saftigen Grün. Na, das passt mir einfach ein bisschen besser in den Kram. Ja, jedem das seine, ne?
Ja, so, Also deine die ist Nummer cool, aber 4. ich finde die Bandicoot auch echt. Ja, die Bandicoot ist definitiv eine geile Slingback, ne? Also, Ja. ich glaube, da muss man sich jetzt, weil wir jetzt beide eine Slingback erwähnt haben, einfach mal umschauen, welche einem da besser gefällt und dann kann man halt wirklich frei entscheiden. Einfach mal durch den Markt gucken, das sind halt unsere Empfehlungen, aber es gibt so einen Riesenmarkt. Einfach mal durchgucken. Und auch egal, also ich glaube, für die Grundlage an Slingbacks deckt die Bandicoot und die Bumback so ziemlich ein sehr gutes, ausgeglichenes Verhältnis ab. Ne? Ja. Ob man jetzt viel mehr mitnehmen will oder mehr Organisationsmöglichkeiten haben will, dann ist auf jeden Fall die Bandicoot die Wahl. Wenn man einfach so eine zusätzliche Tasche haben will, wo man einfach alles so, ich sag mal, reinschmeißen kann, in Anführungsstrichen, ist auf jeden Fall die Bumback die Wahl. Ja. Ne? Gut, dann kommen wir zu meinem Punkt 4, ne? Yes. Yes, und zwar ist das tatsächlich auch Organisation. Und für mich, also wenn du sagst, du willst es auf eins festlegen, dann ist es der Organizer. Was ich aber mittlerweile immer in Kombination habe, ist halt Organizer und Minimal Wallet. Okay, also bleiben wir beim Organizer. Taschenorganisation quasi. Also ich gehe einfach nicht mehr aus dem Haus ohne einen Organizer. Ja, ich fühle das. Tatsächlich ist das halt mittlerweile so, weil ich eine Slingbag dabei habe und oft ist in meinen Slingbags halt die Möglichkeit, das GSO zu organisieren. Ja, es ist bei mir ja auch. Ist in der Bandicoot genauso. Ne? Ich habe ja diese Gummischlaufen, wo ich das G reinstecken kann, aber ich finde es halt trotzdem immer noch angenehmer, einfach einen Organizer zu haben. Es ist halt auch einfach geil, ne? Wenn du da deine Taschenlampe in dem Taschenlampenslot hast, dann nimmst du halt einfach den kompletten Organizer aus der Hose und kannst so die Taschenlampe bedienen. Ja. Das ist halt super. Oder wenn du mal, keine Ahnung, warum auch immer, deine Slingbag da nicht mitnehmen kannst oder gerade nicht mitnehmen willst, weil, was weiß ich, ne, nimmst halt den Organizer raus, packst dir den in die Hosentasche, fertig. Ja. Und hast halt trotzdem alles dabei, was du haben Fühl musst. Ich. Ne? Fühl ich. Von daher. Und ich hab halt jetzt mittlerweile 3 Organizer mit passenden Wallets. Und das gehört halt für mich auch einfach immer zusammen. Ne? Das ist dann so die Kombi. Ich habe 3 unterschiedliche Farbsets, pack das zusammen ein und fertig. Ja. Bei mir wäre das tatsächlich auch, hätte es der Organizer auch in die Top 5 geschafft, wenn ich nicht wirklich jeden Tag aktuell eine Slingbag tragen würde. Das ist so bei mir so die Begründung, warum ein Organizer nicht in den Top 5 ist. Ja. Okay. Ich weiß sogar, welche Organizer-Marke du da empfehlen würdest. Ist das so? Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Liebe Grüße in Richtung Berlin an völlig an den lieben Dennis. DE Leathergoods. Ja. Ist für mich einfach immer noch ein aufsteigender Stern. Ich finde die Sachen, die der macht, einfach mega geil. Ja. Das ist schon ziemlich Porno, was der Junge da fertigt. Also wenn ich mich irgendwo entscheiden muss, welchen Organizer und Wallet ich mitnehme, greife ich zu den beiden Sets von Dennis und fertig ist. Ja. Perfekte Größe, die Lederqualität ist geil, das nimmt eine richtig geile Patina an. Total. Ich bin da einfach so happy mit. Ja. Von daher ist das eine ganz klare Empfehlung für mich. Ich nutze den von ihm auch sehr, sehr gerne. Ja. Ne? Auch wenn bei mir momentan eher so das Thema ist, dass ich ja aktuell vegan lebe und damit auch sehr happy bin, ist das für mich bei Organisern immer noch so eine, irgendwie aktuell so dieser innere Drang, auch eine Alternative zu nennen für vegan lebende Leute da draußen. Ja. Und das wäre dann für mich Seven Mountain Carry, weil recycelte Feuerwehrschläuche, ne? Ist einfach eine geile Idee. Ja, genau. Aber definitiv auch, ich habe noch Ledersachen hier, weil die tue ich ja jetzt nicht einfach weg. Das wird irgendwie auch den Zweck verfehlen. Ruhig gerne alle vorbeibringen. Nee. Also das, was ich jetzt an Lederzeug hier habe, das behalte ich auch, weil das alles seinen Platz hier hat und der gehört auch genau hier hin. Und deswegen, also das jetzt wegzutun, würde halt auch komplett den Zweck entfremden, den ich halt hinter dem veganen Leben sehe. Und deswegen, also Dennis Sachen, um das nochmal eben aufzugreifen, ist halt wirklich einfach, als er mir seine Sachen geschickt hat, das hat mich direkt umgehauen. Das ist so geiles Zeug. Dicke Empfehlung auf jeden Fall und ganz liebe DE Grüße. Leathergoods. Und das ebenso. Ja.
Dann Punkt 3, ne? Ja, mach du mal Punkt 3. Punkt 3, Taschenlampe. Taschenlampe Voll. ist. Aber den gleichen Punkt 3. Ja, dann ist ja easy. Ja. Ja, ne, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, in meiner Slingbag sind Hundeleckerlis. Ich gehe halt abends mit meinem Hund raus. Abends mittlerweile ist es halt um 8 Uhr duster. Die Wege bei uns sind nicht immer 100%ig beleuchtet. Dann brauche ich einfach eine Taschenlampe. Fühle ich. So. Ja, und dann ist im Sommer ist dann eher noch eine andere Taschenlampe dabei als jetzt im Winter. Wenn es dann wirklich mal dunkler wird, dann brauchst du halt ein bisschen mehr Licht. Und ja, aber ich glaube, mehr brauchen wir zu Lampen nicht sagen. Also, ne, das ist aber eine ganz klare Empfehlung von mir, was Lampen angeht. Das ist auf jeden Fall von Edolook. Edolook Lights. Ja. Das ist up and coming, so wie man so schön auf Englisch sagt. So ein bisschen gefühlt so eine Raylight-Konkurrenz, so eine aufsteigende Raylight-Konkurrenz. Raylight revamped irgendwie, ne? Ja. So ein bisschen. Ziemlich ähnliches Design, finde ich. Schon so ein bisschen. Also, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es geht schon, die sind sich schon teilweise im Design ähnlich. Aber gut, man kann sie auseinanderhalten, finde ich. Ja, man kann sie aber auch auseinanderhalten, finde ich. Klar. Das ist jetzt nicht so, als wären die deckungsgleich oder so. Also, ja. Genau, und zwar bei Edolook dann die, so will ich nichts Falsches sagen, die Long 01 Mini. Das ist nämlich die AAA-Größe. Ja, und weil ich die selber noch nicht hatte, ich kenne die ja nur von dir, aber ich habe da selber noch keine Erfahrung mit gemacht, bleibe ich bei dem Klassiker, bei der Mini Pineapple von Raylight. Das Schöne daran ist halt, so die Titan-Variante kriegt man für, ich glaube, rund um 60, 70 Euro. Und die Alu-Variante kriegst du halt schon unter 30. Also auch da ist für jedes Portemonnaie auf jeden Fall was erreichbar. Und Taschenlampe für mich mehr als nur Hunderunde, weil ich die wirklich andauernd irgendwie nutze. Ob jetzt als Flaschenöffner, wenn ich mal meine Pry-Bar nicht direkt griffbereit habe, mache ich mit meiner Taschenlampe. Machst du die Pepsi halt mit der DCO auf, ne? Ja, genau. Oh mein Gott. Ja, das ist so, ne? Und oder auch so, ich weiß nicht, wofür ich alles schon eine Taschenlampe benutzt habe und dann einfach froh war. Mal eine Taschenlampe. Na, genau, jetzt zum Beispiel letztens war ich bei uns im Abstellraum unterwegs, auf einmal fällt das Licht aus und ich war noch am Suchen. Zum Glück, ne? Taschenlampe konnte ich weiter suchen und weil ich dann den Lichtschalter betätigt habe, ging nicht mehr an. Ich so, okay, alles klar, easy, mache ich halt mit der Taschenlampe weiter. Ja. Für solche Sachen, ne? Oder dir fällt abends der Schlüssel runter, irgendwie unters Auto oder so, du hast die Taschenlampe dabei und kannst eben gucken. Und das ist halt das Schöne daran, das belastet den Handy-Akku nicht. Es ist handlicher als die Taschenlampe am Smartphone. Bei einigen Lampen gibt es ja auch noch diesen 2-Wege-Clip, dass man sich das Ding auch irgendwie an eine Mütze oder so klippen kann, um dann quasi da auch direkt so eine Kopflampe draus zu machen. Also für mich das ist ja bei der Pineapple Mini, da ist ja original der Clip dran, ne? Ja, da muss man hinten die Kappe abschrauben, dann kann man den umdrehen und dann kannst du das so machen. Ansonsten ist das ja einfach so ein gebogener Deep Carry Clip bei der Mini Pineapple, ne? Aber da hat Ray auch bei sich irgendwo auf der Homepage auch stehen, dass man den Clip halt hinten die Kappe abdreht, den Clip einmal umdreht, dass der quasi nach hinten läuft, ne? Und dann kannst du dir die Lampe auch so an die Mütze pinnen. Das habe ich auch schon ganz oft gemacht. Also für mich Taschenlampe wirklich gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit absolutes Pflichtprogramm. Ja. Also preislich zu der Edolook, du hast es ja gerade bei Pineapple gesagt, die Alu-Modelle kommen für $19,80 und die Titan-Variante für $63,80. Also ähnliche Preisklasse wie die Pineapple Mini. Ja, da muss man einfach gucken, wieder, ne? Was gefällt einem besser? Was gefällt dir besser, was nicht. Okay, Platz Nummer 2 und ich glaube, da scheiden sich jetzt die Geister, weil Platz Nummer 2 ist bei mir nicht irgendwie der Stift oder so, sondern Platz 2 ist bei mir das Messer. Weil ich wirklich einfach schon immer eine Liebe und eine Hingabe für Stifte hatte. Ich liebe alle Stifte, die ich hier habe. Und ich schreibe halt am Tag so viel. Ich habe immer einen Notizblock dabei. Machst du jetzt Punkt 2 oder Punkt 1? Achso, ja, stimmt, Messer, nicht Stift. Punkt 2.
Messer. Völlig abgeschweift. Ja, Ciao. komplett abgeschossen. Platz 2 ist das Messer, weil es für mich einfach, also das war super schwer für mich, wie ich das jetzt setze, aber dann mit ein bisschen in mich kehren, habe ich dann gesagt, okay, Stift Platz 1, Messer Platz 2. Ich kann halt nicht mehr ohne, ne? Ich habe auch keine richtigen, in dem Sinne, keine richtigen Küchenmesser mehr, weil ich meine Messer aus meiner Messersammlung dafür nutze zum Kochen und hast du nicht gesehen, ne? Und für mich gehört einfach in jedes gutes EDC ein gutes Messer. Ist einfach so. Kann ich einfach nur so unterstreichen. Was mache ich damit? Ich mache damit Flaschen auf, ich mache damit Pakete auf, ich schneide damit mein Obst, mein Gemüse, ich mache damit die Pappe klein. Was weiß ich nicht, ich mache da so viel mit den Dingern, ne? Also jetzt kommen mir so, wahrscheinlich habe ich so Aufgaben, die ich mit dem Messer mache, die mir gerade gar nicht in den Kopf kommen. Ne? Was mir bei der Empfehlung für ein Messer wichtig war, dass es 42A-konform ist. Und deswegen habe ich mich als Empfehlung für das UK PK von Spyderco entschieden. Seitdem ich wieder eins hier habe, juckt es mich immer wieder in den Fingern, das Teil mitzunehmen. Und dann nehme ich es halt teilweise auch einfach als zweites Messer noch mit, weil es immer angenehm ist, eine 42A-konforme. Während deiner Challenge? Ja, klar. Zweites Messer, zusätzliches Messer ist seit Anfang an legitim gewesen, Baby. Ja, genau, auf jeden Fall. UK PK von Spyderco, einfach ein geiles Teil. Einhand-Slipjoint, easy wieder zu verschließen. Modbar bis zum Abwinken mit extra Clips, extra Scales. Da bin ich halt auch immer noch ultra spitz auf die Crosscut-Dinger von der Knife Launch. War ja jetzt letztens erst ein Drop, ist halt schon wieder alles weg. Verständlicherweise gefertigt von Daily Customs und dann mit diesem geilen Crosscut-Pattern drauf. Ist logisch, dass die schnell weggehen. Also mein Platz 2 Taschenmesser, meine Empfehlung Spyderco UK PK. Ja. Da genau. kann ich tatsächlich auch, obwohl ich ja immer schon sage, Spyderco ist nicht so ganz mein Ding, aber seitdem ich jetzt nochmal das Para 2 das PM2, von dir in der Hand hatte und auch das UK PK. Das UK Penknife, ja. United Kingdom Penknife, UK PK. UK PK. Yes. Das ist schon ganz cool, das Ding. Das ist echt geil, ne? Muss ich einfach gestehen, auch wenn Spyderco mir so sonst nicht so zusagt, aber die beiden, ja, vielleicht werde ich da doch irgendwann nochmal schwach. Und das Schöne am UK PK ist, das gibt es in so vielen unterschiedlichen Varianten. Es gibt das in diesem BD1N, wo das jetzt mittlerweile, glaube ich, für unter 100 € geht. Dann gibt es das in Magna Cut, in dieser Salt-Variante halt, ne? Mit grünen Scales, Spy 27, das ist das UK PK, was ich habe. Das hat dann so dunkelblaue Scales. Das BD1N, also der Klassiker, hat schwarze Scales. Dann gab es das mal als Hein Sonderedition. Kann sein, dass ich jetzt den Namen komplett geschlachtet hatte. In S35 VN mit roten G10. Es gibt so viele unterschiedliche Varianten von dem UK PK. Die erste Variante vom Salt war ein LC200N. Also da wird man auf jeden Fall fündig, was Passendes zu finden. Jo. Ja, fündig, was Passendes zu finden. So, genau. Dein Platz 2. Mein Platz 2 ist tatsächlich der Stift. Ja, ich sage, verdrehte Welt. Ja, verdrehte Welt, völlig. Das ist, das ist einfach so. Also, ich brauche halt tagtäglich einfach einen Stift, sei es jetzt auf der Arbeit oder so, um mal irgendwie zwischendurch Notizen zu machen. Auf der Arbeit habe ich natürlich jetzt keinen Titanstift dabei, weil der überlebt einen halben Tag auf der Baustelle und dann ist der ganze Mechanismus halt voll mit Baustaub und das ist halt öde. Mhm. Aber halt die Gewissheit, immer vernünftig was aufschreiben zu können, ist halt einfach schon eine verdammt große Menge wert, finde ich. Ja, yep. Und ja, da gibt's von mir eine ganz klare Empfehlung, weil das war ja auch die Marke, womit du mich in die Stiftwelt geschmissen hast, und zwar ist das von Big Idea Design. Und zwar jetzt dann der Baseline Bolt Action Pen oder der Bolt Action Pen in der Baseline-Variante. Wie heißt es richtig? Das ist der Baseline Bolt Action. Baseline Bolt Action. Genau. Ja. Und zwar habe ich mir den am Have a Nice Day Fest
in Holland bei Knives and Tools gekauft. Direkt bei Big Idea Design am Stand. Und zwar in der Raw-Variante. Für, was habe ich gezahlt? Ich glaube 60 Euro. Ja, das ist so knallhart, ne? Das ist so ein knallhart, Mann. Titanstift in der Verarbeitungsqualität für 60 Euro. Schlichtes, edles Design. Ja. Liegt super in der Hand. Hat eine super geile Größe. Top. Also, wenn du einen Titanstift haben willst, der gut verarbeitet ist, dann gehst du zu Big Idea. Nimmst du den Baseline Bolt Action Pen und du bist good to go. Absolut. Das ist einfach. Ja. Dann greife ich jetzt deinen Platz 2 auf in meinem Platz 1, ne? Wo ich ja gerade auch schon so ausgeschweift habe, aber dann, ach nee, Quatsch, Scherz, ne? Zum Glück hast du mich ja zurückgeholt. Genau, mein Platz 1 Stift. Einfach, weil ich den ich schreibe jeden Tag immer irgendwas auf. Ich habe einen Notizblock in meiner Slingbag, wo ich, wenn ich Ideen habe oder irgendwelche Gedanken, Erinnerungen, die mir gerade hochkommen und die ich nicht wieder vergessen will, schreibe ich mir das in diesen Notizblock. Deswegen ist bei mir ein Stift wirklich mit Abstand das der meistgenutzte EDC-Gegenstand, den ich irgendwie bei mir habe. Und meine Empfehlung ist dann für dich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mal so blöd. Und zwar bin ich auch bei Big Idea Design, aber nicht bei dem Baseline Bolt Action, sondern bei dem Baseline Capped Pen. Das Schöne an dem Capped Pen ist, ich kann die Kappe abziehen, hinten aufstecken und der Stift wird halt, ich sag mal, zur normalen Größe. Also habe ich nicht so einen ganz kleinen Stift, sondern der Stift wird halt damit ein bisschen länger und ich habe keinen Mechanismus, der verdrecken kann für dein Anwendungsbeispiel jetzt, ne? Ja. Und er kommt im ähnlichen Preisbereich wie der Baseline Bolt Action. Aber ansonsten, aktuell mein absoluter Lieblingsstift ist der Fountain EDC von Big Idea Design. Das ist auch ein Stift mit Kappe, aber halt Fountain EDC, also Füller. Na, auch da, ich glaube, der liegt knapp über 100 Euro, wenn ich mich nicht vertue. Also Big Idea Design, wirklich absolute Empfehlung, was Stifte angeht. Und ja. Und die haben halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, eine knallharte Preispolitik, ne? Ja, das ist schon hart, was du da für dein Geld bekommst. Das ist schon eine Ansage, ich sag mal, wie sehr die versuchen, die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Ja, voll. Das ist unfassbar. Ich muss auch tatsächlich sagen, wenn ich jetzt so zurückgucke oder generell so auf mein EDC gucke, ich habe immer mindestens 2 Sachen von Big Idea Design im Carry. Ich habe die Fieldwatch und das TPT Slide immer im Wallet irgendwie oder sonst irgendwo reingeschmissen, reingeklippt, wie auch immer. Die beiden habe ich immer bei mir. Ja. Ja, so, dein Platz 1. Mein Platz 1. Trommelwirbel, was ganz Unerwartetes, Messer. Handy. Taschentücher. Nein, es ist bei mir das Messer, weil ich es einfach tagtäglich auf der Arbeit so viel gebrauche. Und dann auch in der Freizeit natürlich auch, sei es jetzt abends Essenszubereitung oder Briefe öffnen, Pakete öffnen, keine Ahnung was. Flaschenöffner, ne? Ja, ist nichts zum Öffnen, ja, Messer, fertig, auf. Ne? Also das ist halt einfach so vielseitig einsetzbar. Ja, und ich will es halt nicht mehr missen. Also wenn ich ohne Messer rausgehen muss, weil, ne, keine Ahnung, du gehst irgendwie auf ein Volksfest oder so, wo du halt kein Messer mitnehmen darfst. Es fühlt sich schon komisch an, dann ohne irgendeine Klinge aus dem Haus zu gehen. Sei es denn jetzt, ne, sei es ein Sack. Ne, wenn du sagst, okay, ich packe keinen großen Folder ein, ich will nur einen Sack mitnehmen, aber du nicht mal das machen kannst, das ist dann schon so, Okay, das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen uns, weil ich habe das Gefühl, erst dann, wenn ich ohne Stift aus dem Haus gehe. Tatsächlich. Ja. Wenn ich das Messer mal nicht mitnehmen darf, ist das für mich fein, weil ich eine Pry-Bar dabei habe. Aber ohne Stift ist bei mir wirklich so, nee. Auch wenn der Stift wirklich absolut gar nicht gebraucht werden würde, er ist trotzdem im EDC. Ja. Ist aber so. Das ist bei mir halt ne, nur einfach, wenn du in die Situation kommst, dass du irgendwas durchschneiden musst oder irgendwas öffnen musst oder so. Fühle ich. So. Klar. Ne? Bei mir war es auch irgendwie knappes Ding, aber Ende dann doch nicht mehr so knapp. Ja. Aber ich kannte ja deine Liste vorher nicht, aber ich habe schon
so überlegt, was ist bei dem Platz 1? Messer? Nee, das ist irgendwie zu offensichtlich. Ich glaube, ich habe mir schon gedacht, dass Messer bei dir tatsächlich nicht auf Platz 1 ist. Aber ja. Auch wenn es in der EDC-Sammlung das ist, was am meisten an Stückzahl hat, ne? Es ist halt irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen bekloppt. Ja, aber trotzdem, das ist halt, ne? Es ist das Kernstück. Ja, ne? Es ist halt einfach bei jedem das von Kernstück. uns. Es ist einfach so, ja. So. Und meine Empfehlung, ich war echt am Überlegen, also ich kann mich eigentlich zwischen 2 Messern immer noch nicht so ganz entscheiden. Ich habe eine 42A-konforme Variante und eine nicht so 42A-konforme Variante. Nicht so. Und zwar ist es halt einmal das Rackham Jack V2, was ich habe. Das ist mein erstes Slipjoint, was ich habe. Und ich bin einfach so gut mit dem Teil zufrieden, weil das so Spaß macht. Und das ist auch ein echt schönes Messer. Ja, das ist ich finde es vom Design gut. Der Walk and Talk ist gut. Das ist einfach ein top gelungenes Messer. Und das andere, ich sag's jetzt einfach, auch wenn wir eigentlich nur eine Sache sagen wollten, das ist tatsächlich mein Demco 8020.5, was mein Arbeitsmesser ist. Ich habe es auf Washer umgebaut, das kommt ja original eigentlich auf Lagern. Das ist mittlerweile so geil eingespielt. Ich habe es nochmal umgebaut, wieder auf Lager. Du merkst keinen Unterschied, ob Washer oder Lager drin sind. Das Ding läuft so gut. Es ist so robust. Und wie gesagt, ich bin 8,5 Stunden am Tag arbeiten. Das Ding ist in der Hosentasche und das ist immer einsatzbereit. Das ist einfach. Ja, das 8020.5 ist halt cool. Ne? Der Sharklock ist halt auch einfach so zuverlässig. Da passiert halt nichts. Ja, das ist es halt. Ne? So, ja, das waren unsere Top 5. Vielleicht rattern wir die noch mal eben im Schnelldurchlauf durch. Also von oben nach unten Top 5 bei mir, Platz 1. Stift, Empfehlung, Baseline Capped von Big Idea Design. Platz 2, das Messer, Empfehlung UKPK von Spyderco. Platz 3, Taschenlampe, Empfehlung Raylight Mini Pineapple. Platz 4, Slingbag, Empfehlung Bumbag von Carry Commission beziehungsweise Blue Ridge Overland Gear. Und Platz 5, die Prybar, wo da die Empfehlungen waren. Ich habe da ja auch 2 gehabt, ne? Ja. Einmal die Kronos von Sinners and Stone oder die Mini Fulcrum von Vero Engineering. Dann jetzt meine Top 5. Platz 1, Messer. Einmal das Rackham Jack V2 von Tuya Knives. Dann das Demco 8020.5. Das gibt es ja auch in diversen unterschiedlichen Varianten, Formen, Farben. Platz 2, Stift, Big Idea Design Baseline Bolt Action Pen. Platz 3, Taschenlampe Edolook Long 01 Mini. Platz 4, Organizer und Wallet, beziehungsweise eigentlich Organizer, da ganz klar von DE Leather Goods. Und Platz 5 wäre dann die Slingbag, meine Helicon-Tex Bandicoot. So, kurz der Name entfallen. Ja, und dann lasst uns doch bitte wissen, was eure Top 5 EDC-Gegenstände wären. Ob als Liste oder in einem Post mit einem Bild. Liebend gerne, markiert uns und teilt mit uns euer EDC. Und dann hast du gerade Wallet erwähnt. Da können wir euch auch noch einen Ausblick geben auf eine ziemlich coole Review-Reihe, die wir zu einem Wallet machen werden. Aber dazu hört ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr. Genau, und dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch. Ja, quick and dirty. Guck mal. Quick and dirty, snackable. Snackable. Ja, genau. Und dann wünsche ich an dieser Stelle euch allen, die ihr gerade zuhört, einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht. Viel Erfolg bei dem, was ihr macht, tut, vorhabt. Bis dahin, steckt den Kopf nicht allzu lange in den Sand. Ciao, ciao. Ciao.